Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. In diesem sensiblen Real Talk Video werden wir auf die Schwächsten unseres Planeten drauf eingehen. Die Menschheit will allgemein damit nichts wissen, nichts hören und genau wie der Blickwinkel jetzt von mir zu dir mal ganz anders ist, möchte ich dir mit diesem Video auch mal einen anderen Blickwinkel für dich, für dein Denken, für deinen weiteren Werdegang deines Lebens bringen. Wie ich es gesagt habe, es geht um die Schwächsten des Planeten. Und das sind nicht unsere Menschenkinder, das sind unsere Tiere auf dem Planeten. Denn das, was seit Jahrzehnten und wahrscheinlich seit Jahrhunderten passiert, das ist in meinen Augen völlig krank und nicht mehr zu rechtfertigen. Gerade in der heutigen Zeit. Denn jeder kennt es. Jeder will einen vollen Teller haben und ohne die Fleischmahlzeit, wie soll ich denn satt werden? Komischerweise gibt es seit Jahrzehnten aber auch gleichzeitig immer mehr Menschen, die Vegetarier werden oder eben sogar teilweise vegan sind und komplett auf Tierprodukte verzichten. Und das vorab darf jeder selber für sich entscheiden, wie er sich ernährt, wie er sein Leben bestreitet und dementsprechend auch er seine Konsequenzen dazu zu tragen hat. Ich respektiere jeden Menschen und ich respektiere dementsprechend auch jedes Tier. Und ich persönlich mache keinen Unterschied, ob das ein Elefant ist, eine Kuh, ein Ochse, ein Affe oder eben auch ein Haustier, wie in Deutschland ganz oft die Katze oder eben der Hund. Und vielleicht hast du es auch mitbekommen, dass auch Menschen Gefühle haben. Auch wenn es in Deutschland manchmal das Gefühl ist, so wie ich in den Kommentaren das immer wieder höre und zu Gesicht bekomme, Menschen in Deutschland arbeiten nur noch, sie sind nur noch Art wie Zombies, sie sind nur noch wie Roboter. Aber ich glaube, dass das an anderer Stelle mangelt. Aber letztendlich fühlen die Menschen auch was. Und genau wie die Menschen, genau wie wir auch fühlen, fühlen auch Tiere etwas. Kein Wunder, wenn man sich gewisse Videos anschaut, was an der Tagesordnung ist, dass Kühe, die zur Schlachtbank geführt werden, dass sie schreien, dass sie heulen, Tränen in den Augen haben und dementsprechend das Ganze, diese Emotion, diese Angstfrequenz natürlich auch in die Muttermilch geht, beziehungsweise dann in deiner Milchtüte landet und aber auch, wenn du dann so ein leidvolles Tier isst, auch dieses Leid mit aufnimmst. Dementsprechend habe ich persönlich für mich irgendwann eine Reißleine gezogen und das Ganze schon mittlerweile seit über 6 Jahren, dass ich keine Tiere mehr esse. Und auch ich kann mich noch verbessern, indem ich meine Tierprodukte wie Käse, Eier oder auch sonstige Tierprodukte wie ein Joghurt, dass ich das noch weiter runterschraube. Denn gerade heutzutage, mit dem Stand von heute, wissen wir, dass wir eben nicht so viel Tierprodukte brauchen, wie immer angenommen. Und jeder kennt natürlich solche Bilder aus dem Netz und es werden immer mehr geführt. Und vielleicht habt ihr auch mitbekommen, in der Türkei sollen die Straßenhunde zur Schlachtbank geführt werden und dementsprechend alle getötet werden. In meinen Augen eine absolute Sauerei, wobei die Türkei nicht als einziges Land hier verurteilt werden sollte, sondern eben die gesamte Welt, vor allen Dingen auch andere Staaten, wie auch im Iran, im Irak, in Rumänien oder sonst in irgendwelchen anderen Ländern teilweise die Tiere wirklich nur als Mistvieh quasi behandelt werden und teilweise auf offener Straße erschossen werden darf. Und auch in Deutschland läuft nicht alles rund. Die letzten Jahre gab es immer wieder Skandale aus gewissen Tierheimen. Und ich persönlich, wie gesagt, mache keinen Unterschied, ob das eine Straßenkatze ist, ein Haustier, eine Katze oder eben ein Hund. Und wir in der Türkei seit mittlerweile über 3 Jahren haben auch schon leider viel Leid von Straßentieren, speziell von Straßenhunden gesehen. Und das große Problem ist allgemein, dass der Mensch denkt, er ist etwas Besseres. Er stellt sich immer über die Tiere, er stellt sich sogar über Menschen. Und solange sowas herrscht, wird es sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Und deswegen möchte ich mich bedanken bei allen Hilfsorganisationen der Welt, die wirklich aus dem Herzen heraus, die wirklich aus dem Bewusstsein heraus handeln. Es gibt in der Türkei so viele Hilfsorganisationen für Straßentiere. Es gibt aber auch in Bosnien, wie ich es gesehen habe, so viele Hilfsorganisationen
Und ich folge auch der einen oder anderen Hilfsorganisation, die in Bosnien speziell tätig ist und die sich jetzt mittlerweile auch für die türkischen Straßenhunde, Straßentiere einsetzen möchte. Und ich werde auch hier nun etwas einblenden, was es einfach für mich persönlich nur zeigt, wie krank teilweise die Menschen sind. Stell dir vor, du hast ein Grundstück, du hast dort Hunde und plötzlich am nächsten Morgen stehst du auf und dann liegen da 2, 3 tote Hunde und du fragst dich, was ist passiert? Die Hunde sind jung, die Hunde sind vital, vom Arzt untersucht worden, sind vielleicht gechippt, vielleicht sogar geimpft, ja, und so auf den neuesten Stand der Medizin gebracht worden und plötzlich kippen die um. Was hat das für Hintergründe? Laut deren Artikel aktuell tragisches Beispiel, die wurden vergiftet. Giftfrikadellen, Rattengift, sonstiges in das Essen gepackt. Die Hunde fressen das und die Hunde krepieren, die ersticken. Wie krank ist das bitte? Und das ist kein Einzelfall. In der Zeit, wo ich das jetzt sage, wird das wahrscheinlich weltweit irgendwo anders praktiziert. Das ist in meinen Augen komplett krank und ich kann das einfach nicht mehr ab. Und auch in der Türkei habe ich so vieles schon gesehen und so vieles gehört, wo ich mir nur an den Kopf fasse. Ich kann das nicht verstehen. Menschen, die Tiere ja zum Fressen gerne haben, eine Kuh gerne essen, ein Rind gerne essen, ein Lamm gerne essen. Aber Hunde können sie nicht ab. Hunde, Katzen können sie nicht ab. Da fehlt's am Bewusstsein. Es sagt niemand, dass er jetzt akut aufhören soll, Tiere zu essen. Ja, das wäre der Menschheit aber ein großer Gefallen getan damit. Und vor allen Dingen der gesamten Welt, der gesamten Tierwelt und der gesamten Pflanzenwelt. Und viele Menschen wollen es nicht hören. Aber in meinen Augen sind diese Menschen, die so auf Tiere aus sind, diese zu vergiften, diese unter sich stellen, denken, sie wären was Besseres. Und ich schaue sie mir an, diese Menschen, wie unterbelichtet die teilweise sind. Das ist wirklich Fakt. Die sind in meinen Augen nicht von der Intelligenz her, sondern vom Menschsein her unterbelichtet. Weil ein wahrer Mensch, ganz ehrlich, respektiert doch andere Menschen. Ganz klar, solange natürlich keine Gewalt ihm selber erfährt. Und ich sage auch niemandem, du solltest dich nicht verteidigen, gerade in dieser aktuellen Welt. Aber Menschen haben ein richtig großes Gehirn. Und Tiere haben auch teilweise richtig große Gehirne. Da fehlt es aber vielleicht noch ein bisschen mehr als beim Menschen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass bei vielen Menschen das Gehirn nicht funktioniert und sie komplett stehen geblieben sind von der Evolution, als ob wir noch im 15. Jahrhundert leben. Es ist eine absolute Sauerei und ich finde das sehr, sehr tragisch. Und deswegen möchte ich mich auch bedanken bei allen Menschen, die regelmäßig aus dem Vertrauen heraus, aus dem Herzen heraus Menschen unterstützen, Hilfsorganisationen aufzubauen, beziehungsweise wie man es auch am Leib und Leben sieht auf gewissen sozialen Medien. Ich werde es hier verlinken, der liebe Bruno in Bosnien aus der Schweiz, der Dialekt, wirklich krass. Habe selber dort auch schon hingespendet und bin da auch sehr fleißig aktiv, auch nach Portugal und sonst wohin, wenn ich sowas sehe. Da blutet mir mein Herz und ich finde es absolut tragisch. Und solange sich das einfach nicht ändert, wird sich auch das Leben deinerseits, das Leben von diesen Menschen, wenn du dich angesprochen fühlst, auch nicht verbessern, solange du im Außen denkst, du hast Probleme mit den Tieren da draußen. Was haben wir diese Tiere getan? Nix. Wahrscheinlich nichts. Und ich weiß, jetzt kommen die Menschen, die sagen, die den ganzen Tag vor der Glotze hocken, auch speziell in der Türkei, und sagen, ja, aber die Hunde, die müssen weg, weil die greifen hier ununterbrochen irgendwelche Kinder an oder irgendwelche anderen Menschen. Tiere greifen niemals umsonst ohne Grund irgendjemand an. Tiere handeln immer aus der Emotion, aus Angst bzw. aus der Emotion heraus, dass sie jagen müssen, weil sie Hunger haben oder eben weil sie sich verteidigen müssen. Und dementsprechend muss mir keiner schreiben, die müssen alle eingeschläfert werden, weil die Kinder dort angegriffen haben oder auch teilweise getötet haben. Ich weiß, das ist im Einzelfall immer ganz, ganz schlimm und tragisch. Aber die Menschen, wir dürfen es nicht vergessen. Wenn wir die Tiere unter uns schon stellen und wir als Menschen uns über sie stellen, haben wir dann nicht mehr Gehirn? Haben wir dann nicht mehr Empathie? Können wir das nicht besser einschätzen? Warum greifen solche Tiere an?
Stell dir doch einfach mal vor, es gäbe Menschen, es gäbe vom Staat, wenn es gewollt wäre, Organisationen oder sogar vielleicht gewisse Gesetze, die die Menschen verpflichten, kein Essensmüll, keine Restessen mehr in die Tonne zu packen, sondern gezielt an gewisse Hotspots, wo man das Essen hinpacken kann, wo die Hunde, die Straßenhunde wie auch Katzen oder sonstige Straßentiere sich dort verpflegen können. Dann müsste auch kein Straßenwesen mehr irgendwie auf Jagd gehen, wenn denn Menschen angeblich angegriffen werden, was in meinen Augen kompletter Blödsinn ist. Tiere handeln aus Selbstschutz. Tiere handeln aus Hunger. Und wenn ich sehe, wie Menschen teilweise auch hier in der Türkei mit Tieren umgehen, wie verängstlich sie sind, wie sie einen Stock schon an langen Arm haben und nur warten, bis ein Hund kommt, dann muss man sich nicht wundern, wenn ein Hund das nicht einschätzen kann und dementsprechend eventuell einen leicht aggressiven Eindruck macht, weil der Hund, das Tier mit einem deutlich kleineren Gehirn das nicht einschätzen kann, aber der Mensch doch eigentlich schon. Meine Erfahrung seit über 3 Jahren Türkei und auch in Paraguay, als wir waren, habe ich keine aggressiven Hunde gesehen. Und wenn ein Hund Menschen, vorbeifahrende Autos oder im vorbeifahrenden Mofas anbellt, wie ich das auch schon natürlich mal gesehen habe, dann weiß ich aber nur, dass dieser Hund von Anfang an schon von Menschen höchstwahrscheinlich geschlagen worden ist, missbraucht worden ist und das sich nur eingeprägt hat und dieser Hund sich in dem Fall nur versucht zu verteidigen. Das ist meine Meinung. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Du darfst dieses Video gerne natürlich weiter teilen. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, was du dazu sagst, ob du vielleicht auch schon gewissen Hilfsorganisationen geholfen hast, ob du was gespendet hast, ob du selber etwas beiträgst. Wenn du mir schon länger folgst, auch auf den anderen Plattformen weißt du das, dass wir hier auch relativ viel für Straßenhunde machen. Das, was ich mache, ich poste das ja schon gar nicht mehr, weil es sonst Überhand nehmen würde. Aber wir zu unserem Bereich, wir kümmern uns dort, wo wir können. Und was ein Haustier und was ein Straßentier alles für die Menschen bedeutet, das sehen wir alleine schon in Deutschland. Dort wird sehr viel Geld investiert, damit es dem Hund besser geht, dass die ein schönes Leben haben. Da wird Spielzeug gekauft, immer bestes Essen, auf Bioware wird geachtet. Und wenn auch Tiere sterben, ist das wirklich ganz, ganz schlimm für solche Haustierbesitzer. Und auch wir mit unserem Cookie, ein Jack Russell, mittlerweile 5 Jahre alt, lieben unseren Hund. Und wir lieben auch andere Tiere und dementsprechend fressen wir auch keine anderen Tiere. Ja? Dass ein Hund gerne natürlich Fleisch frisst, andere Tiere, das sei dahingestellt. Aber es geht auch anders. Und dass Hunde ein Empfinden haben, das beweise ich dir jetzt. Und dass Tiere auch ein Empfinden haben. Sie spüren Angst, sie spüren Freude und sie spüren sogar auch die Hitze. Siehst du jetzt an Cookie? Schau mal, was er jetzt macht. Es ist ihm zu heiß und deswegen geht er jetzt hier rein in seine Badewanne, in seine Eistonne und genießt die Kühle. Na Cookie, was sagst du dazu? Ganz fein. Ja. Und los. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, mal mit einem anderen Blickwinkel, ein bisschen Real Talk zu einem ganz anderen Thema und dementsprechend freue ich mich, wenn du deinen Daumen nach oben da lässt, deine Meinung, das Video gerne teilst in deinem WhatsApp-Status und mehr und dementsprechend auch gerne ein kostenloses Abo da lässt. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Ich gehe jetzt weiter Gassi, dementsprechend ganz viel Spaß. Euer Markus aus Alanya.